Leute, wie geht's euch? Erwischt ihr euch nicht auch manchmal in so Situationen, wo ihr Dinge tut, die ihr eigentlich nicht tun würdet, aber ihr macht das irgendwie trotzdem, aus was für Gründen auch immer. Und dann seid ihr am Ende unzufrieden und frustriert und verärgert darüber, dass ihr das getan habt und braucht erstmal für ein paar Tage Zeit für euch selbst, um wieder klar zu kommen und auch um zu realisieren, warum und weshalb ihr das gemacht habt. Bei mir ist das jedenfalls so, ich habe auch so die ein oder anderen Antworten zu meinen Fragen wie immer in der Bibel gefunden und die möchte ich mit euch teilen. Was man einfach verstehen muss, ist, dass wir nicht 100% das sind, wozu Gott uns erschaffen hat. Also der eine Teil von uns ja, aber dann gibt es noch einen anderen Teil und zwar die Sünde. Ja, die Sünde wohnt einfach in uns. Das ist ein Fakt und das können wir nicht abschreiten. Es ist einfach ein täglicher Kampf gegen diese Sünde anzugehen und die Sünde einfach zu lassen. Jesus sagt ja zum Beispiel, dass wir die Sünde abhacken sollen, aber er meint das in dem Sinne, dass wir uns dagegen wehren sollen. Also wenn wir kurz davor sind, es zu tun oder wenn wir irgendwas Böses denken, dann sollen wir uns stoppen, ja, aufhören damit und dann etwas Gutes tun. Aber leider funktioniert das ja nicht immer so. Manchmal gibt es einfach gewisse Umstände oder wir tragen Süchte in uns oder wir haben psychische Probleme und deswegen ist das ein täglicher Kampf. Man muss ständig dagegen ankämpfen, immer und immer wieder. Daher ist es voll wichtig, sein Fleisch zu kennen, aber auch sich selbst zu kennen. Ne? Also seine eigenen Werte, wofür man steht, was einem wichtig ist. Wir lesen zum Beispiel in Römer 7,15, wo Paulus über seine innere Zerrissenheit spricht. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Das kann sehr frustrierend werden. Ich spüre das ja auch selber in mir. Wie gesagt, ich habe manchmal so Situationen, wo ich etwas tue, was ich eigentlich normalerweise nicht tun würde und frage mich dann im nächsten Moment, sag mal, warum hast du das jetzt gemacht? Also für was? Was hat dir das gebracht? Du stehst doch gar nicht dahinter. Und dann bin ich so wütend auf mich selber und komme dann erstmal gar nicht darauf klar, wie ich so etwas tun oder sagen konnte und muss mich erstmal komplett isolieren und mit dem Herrn darüber sprechen, damit ich wieder im Reinen bin mit mir selbst, aber auch mit Gott, weil ich fühle mich dann schuldig und kann dann auch gleichzeitig nicht in den Spiegel schauen, weil ich mir denke, nee, das kann nicht sein, ne? Kann jetzt nicht sein, dass du das wieder gebracht hast. Und da hilft mir auf jeden Fall Gott, um wieder, wie gesagt, zu mir selber zu kommen. Und ich muss halt auch in diesem ganzen Prozess lernen, mir selbst zu vergeben. Also ja, ich bitte den Herrn um Vergebung und ich nehme auch seine Vergebung an. Weil wenn ich seine Vergebung nicht annehmen will, dann würde das ja heißen, dass seine Gnade und seine Liebe nicht stark genug ist für mich. Und das wäre für mich eigentlich Blasphemie. Deswegen, ich nehme seine Vergebung an und seine Liebe. Der Punkt ist halt nur, wie vergebe ich mir selbst? Wie schaue ich wieder in den Spiegel und wie denke ich wieder positiv über mich selbst? Und das musste ich auch lernen und das ist auch sich ein immer wiederholender Prozess. Man muss einfach irgendwann kapieren und akzeptieren, dass das Böse in einem drin wohnt und dass das einfach manchmal so aufploppt. Einfach so ist es da. Und deswegen, wie gesagt, ist es so wichtig, so eine klare Grenze zu ziehen zwischen der Sünde und dem Selbst. Denn wenn du anfängst, dich mit der Sünde zu identifizieren und zu sagen, ja, das bin ich, dann hast du verloren. Dann hast du wirklich verloren. Und mit der Zeit, also klar, es gibt immer noch Momente, wo ich dann sauer auf mich selbst bin und so, aber eigentlich verwechsle ich da was, weil wenn ich nicht die Sünde bin und die Sünde einfach etwas ist, was in mir lebt, was zwar ein Teil von mir ist, aber ich bin nicht die Sünde, dann macht es eigentlich keinen Sinn, sauer auf sich selbst zu sein. Weil eigentlich musst du ja sauer auf die Sünde sein. Und
In der Bibel steht ja auch geschrieben, dass wir die Sünde hassen sollen. Das heißt nicht, dass wir uns selber hassen sollen, sondern die Sünde, die in uns wohnt. Und die müssen wir ablehnen. Immer und immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. Falls einer von euch das auch so durchmacht wie ich verstehe das zu 100%. Diesen inneren Kampf, diese Wut, diese Frustration. Und ja, wie konnte ich doch nur schon wieder bla bla bla. Der einfachste Weg, damit umzugehen, sich selbst zu sagen, ich bin nicht die Sünde und sich als das annehmen, wofür Gott einen erschaffen hat. Und das bedeutet dann aber auch, dass man sich jeden Tag immer und immer wieder neu annehmen muss und auch akzeptieren und lieben lernen muss. Dann gibt es da noch eine andere Ebene, so nenne ich das jetzt mal, und zwar machen wir manchmal Dinge, die wir eigentlich bei anderen verurteilen. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei hast du selbst einen Balken im Auge? Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Manchmal ist das so, dass wenn wir unzufrieden mit uns selbst sind und nicht auf uns selbst schauen können, weil ja, wir im Unreinen mit uns selbst sind und einfach diese eigene Arbeit nicht leisten wollen, aus was für Gründen auch immer. Es gibt Menschen, die tatsächlich Angst vor sich selber haben. Frag mich nicht warum. Aber es ist denen einfach unangenehm, auf sich selbst zu schauen. Und was die dann gerne tun, ist, ja, auf andere zu schauen. Ne? Mit dem Finger auf andere zeigen. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich wurde gelehrt, dass wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, dann zeigen 3 Finger auf einen selbst. Und ja, nichtsdestotrotz erwische ich mich trotzdem auch dabei, wie ich manchmal andere verurteile. Und das ist auch etwas, was ich richtig an mir hasse. Okay, Achtung, nicht ich bin das, es ist wieder die Sünde in mir. Das ist einfach ein Riesenproblem. Und damit sollte man wirklich aufhören, weil sobald du anfängst, dich mehr auf andere zu konzentrieren, schaust du nicht mehr auf dich selbst. Oft ist das nämlich so, dass das, was du in deinem Gegenüber siehst, ja, das Schlechte, was du verurteilst, oft ist das eigentlich etwas, was du auch in dir trägst. Ja, du hast es nur nicht verarbeitet oder in dir heilen lassen, oder vielleicht schämst du dich auch sogar dafür, dass du diese Tendenz in dir trägst, und statt das einfach in dir selbst zu heilen und dich um dich selbst zu kümmern, fängst du an, andere für das zu verurteilen, was du eigentlich im Prinzip tust. Also man kann das auch so verstehen, praktisch halten die Leute, die dir nicht gefallen, den Spiegel vor, und statt die Lektion oder die Weisheit in dem Ganzen zu erkennen, dass du eigentlich auch diese Tendenz in dir trägst, zeigst nur mit dem Finger auf diese Person und verurteilst sie. Und ich glaube, das ist es, was der Herr uns beibringen möchte. Und wie man damit umgehen kann, ja, ganz einfach. Statt andere zu verurteilen, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, ja, der oder die ist so und so, einfach lieber auf sich selbst schauen. Mind your own business. Leute, es gibt auch noch so einen Spruch von Friedrich Nietzsche, und zwar: Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und da steckt so viel Weisheit, Leute. Mir ist das auch schon an mir selbst aufgefallen. Und das ist auch wieder etwas, was ich so schlimm finde. Fangen wir mal bei ganz einfachen Dingen an. Musik. Je länger du dir einen Song anhörst, wo es um Gewalt geht, es wird viel beleidigt, und irgendwann fängst du dann auch an, so zu sein. Das ist einfach so. Oder wenn du dir einen Film anschaust, eine Serie oder irgendwas anderes, irgendwann verhältst du dich dann auch so. Warum? Weil das, was du dir anhörst, das, was du dir anschaust, alles, was um dich herum ist, was du beobachtest, wo du mit involviert bist, das wird irgendwann ein Teil von dir. Und ich finde das so krass. Deswegen heißt es ja auch, dass wir aufpassen sollen, was wir konsumieren.
Oder deine Freunde, ja, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das sind alles so weise Sprüche, die man im Hinterkopf behalten muss, weil diese Menschen haben auch gewisse Dinge erlebt und sie geben nur ihre Weisheit weiter. Deswegen, ich bin so ein Fan von Sprüchen. Wirklich, man kann so viel davon lernen. Und in der Bibel steht es ja auch geschrieben. Ich werde euch das hier irgendwo einblenden. Wenn gerade zum Beispiel etwas passiert, was eigentlich gar nicht deinen Werten entspricht, dann ist es wichtig, ja, eine Wand aufzubauen, zu wissen, hey, das passiert gerade, aber ich bin kein Fan davon, denn mir ist dies und jenes wichtig. Ja, dann zählst du deine Werte auf und dann musst du dich einfach ganz klar davon abwenden. Ja, Abstand nehmen. Wenn es sein muss, mach den Mund auf und sag was dazu. Sag, dass du das nicht in Ordnung findest. Ja, es ist wichtig, klare Grenzen zu zeigen. Und wenn es dann zu einer Trennung führt, dann ist das so. Ganz zu schweigen und bei etwas mitzumachen, wo du eigentlich gar nicht hinterstehst, weil dann wirst du dir ja selbst untreu. Ich persönlich finde das ganz schlimm. Dann gibt es ja auch noch Situationen, also davon habe ich auch ziemlich viel gehört gehabt. Menschen sind zu mir gekommen, haben von ihren Problemen erzählt und bei einer hatte ich ziemlich oft rausgehört, dass ja, sie hat immer wieder gesagt, ja, warum passiert mir das Ganze? Ich bin doch so ein guter Mensch, ich bin doch so nett zu allen möglichen um mich herum. Wenn das wirklich so ist, dann lautet meine Frage, bist du wirklich so gut zu deinen Mitmenschen? Oder warst du auch in deiner Vergangenheit immer so gut zu deinen Mitmenschen? Weil man sagt ja, das, was du säst, das erntest du irgendwann. Und ich weiß nicht, kann einem Menschen, der immer nur Gutes tut, auch etwas Böses passieren? Denn wenn doch in uns die Sünde wohnt, dann kann das gar nicht sein, dass wir immer so gut sind zu unseren Mitmenschen. Irgendwann haben wir anscheinend irgendetwas gemacht, was nicht so gut war, und es kommt dann eines Tages auf uns wieder zurück. Deswegen ist es so, so wichtig, in seine Vergangenheit zurückzuschauen und sich selber mal ein bisschen zu hinterfragen und nicht immer nur anzunehmen, ja, ich bin so toll, ich bin voll nett und so. Nein, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Ich kann das auch überhaupt nicht über mich selber sagen. Ich war nicht immer nett. Ich bin jetzt auch immer noch nicht zu 100% immer freundlich. Das geht auch nicht. Manchmal habe ich einfach einen schlechten Tag. Oder ich bin mitten in meinem Zyklus und mir geht es nicht gut. Oder manchmal bin ich auch traurig. Und da kann ich nicht einfach immer zu 100% nett zu meinen Mitmenschen sein. Das geht auch nicht. Das wäre komisch. Ich wäre dann doch ein Roboter und das ist doch bei allen Menschen so. Deswegen zu denken, ja, ich bin immer so gut, warum passiert mir das alles? Oh, das ist auch so ein bisschen Opfermentalität, ne? Man muss auch ein bisschen aus dieser Opfermentalität raus und ein bisschen auch checken, so, ich bin nicht nur Opfer, sondern ich bin auch Täter ab und zu, ne? Yep. Wir lernen uns jeden Tag immer besser kennen. Manchmal machen wir Dinge, wo wir uns denken, boah, das hätte ich niemals gemacht, warum mache ich das plötzlich? Dann ist man schockiert über sich selbst. Das Gleiche bezieht sich auch auf unsere Mitmenschen. Manchmal schockieren uns auch unsere Freunde, unsere Familie und wir denken uns, hä? Wie konntest du das nur sagen oder nur machen? Oder manchmal denken wir auch das Gleiche über Gott. Wie konnte Gott das nur zulassen? Ist nicht Gott allgegenwärtig? Ist er nicht allmächtig? Ist er nicht dies und das? Wieso hat er mir nicht geholfen? Ich finde, diese Haltung entsteht durch Erwartungen. Wenn man zu hohe Erwartungen hat oder wenn man sich ein Bild macht von Gott oder von seinen Mitmenschen oder von sich selbst, ja, wenn man denkt, man wäre der krasseste oder man denkt, deine eigenen Freunde würden dies oder jenes niemals machen oder man denkt, ja, Gott ist so und nicht anders. Das sind alles Erwartungen und Erwartungen sind der Tod einer Beziehung. Ja, wenn du Erwartungen an dich selbst stellst oder an deine Mitmenschen oder an Gott, reden wir erstmal über unsere Mitmenschen. Dann können deine Mitmenschen sich nicht so zeigen, wie sie wirklich sind, weil du ständig ein Bild hast vor Augen. Und ein Bild ist ja wieder ein anderes Wort für Bildnis oder Vorstellung. Und wir haben ja jetzt gelernt, dass ein Bildnis, ne, eine Sünde ist. Gott sagt ja, wir sollen uns keine Bildnisse machen. Erstens, die spüren natürlich auch, dass du gewisse Erwartungen hast. Und dann zeigen die sich nicht ehrlich. Für eine kurze Zeit geben sie dir sogar das, was du erwartest. Aber irgendwann fällt die Maske, ne?
irgendwann siehst du dann das, was der Mensch tatsächlich in sich trägt. Und bist du dann auch bereit zu akzeptieren, dass die Person so ist, wie sie ist und dass du eigentlich nur deine Erwartungen auf diese Person projiziert hast? Oder ist es dann so schlimm für dich, dass du dich von der Person trennen musst? Das sind dann so Entscheidungen, ne, die man treffen muss und dann ganz klar auf einer Seite stehen muss. Sei kalt oder sei warm, aber lauwarm, Bei Gott ist das ja auch so. Manchmal haben wir ein gewisses Bild von ihm, dass er so ist und das macht, aber was ist, wenn sich Gott uns zeigt, so wie er wirklich ist? Und dann erkennen wir ihn nicht, weil wir ständig nur in unserem eigenen Kopf gelebt haben und uns ein Bild von ihm gemacht haben. Und wenn er sich dann zeigt, so wie er ist, bist du dann bereit, die Wirklichkeit anzunehmen und deine eigene Illusion auf Seite zu schieben? Und das bedeutet dann auch Schmerz, ne? Das bedeutet dann, das loszulassen, was du in deinem Kopf groß werden lassen hast. Auf sich selbst bezogen genauso, ne? Viele denken von sich selbst, dass sie toll sind, dass sie fehlerfrei sind. Aber wenn Gott einem dann zeigt, du hast da einen Balken im Auge, ist man dann bereit, das anzunehmen? Oder will man dann weiter in der Illusion leben, dass man doch perfekt sei? Guck mal, Leute, nicht mal Gott offenbart sich zu 100% in der Bibel. Meint ihr, Gott wäre so klein, dass er in ein Buch reinpasst? Selbst Johannes hat das gecheckt. Er hat selber sogar gesagt, dass Jesus eigentlich so viel mehr Gutes getan hat. Und wenn man all seine Taten aufschreiben würde, dann gäbe es auf der gesamten Welt keinen Platz für die Bücher, die noch geschrieben werden müssten. So, versteht ihr? Er ist einfach so groß und wir dürfen jeden Tag immer mehr Neues über ihn erfahren. Und das geht, indem wir in seinem Wort lesen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber ich habe schon einige Male eine einfache Stelle mehrmals durchgelesen und beim zweiten, beim dritten und selbst beim vierten Mal lesen habe ich wieder etwas Neues dazu gelernt. Das geht auch, indem du Beziehung zu dem Herrn aufbaust. Ja, der Herr spricht ja nicht nur durch die Bibel hindurch mit dir, sondern er spricht ja auch so zu dir. Der Herr sagt in seinem Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn du sein Schaf bist und zu ihm gehörst, dann kannst du auch seine Stimme hören. Klar, man muss das ein bisschen lernen, aber eigentlich können wir das. Es ist nämlich in uns drin, es gehört zu uns, es ist ein Teil unserer Natur, mit Gott Beziehung zu haben und ihn zu hören. Es steht, glaube ich, geschrieben, dass Adam mit dem Herrn Lust wandelte. Irgendwie sowas. Warte mal, lass mich das mal nachlesen. Ja, in einigen Übersetzungen steht Lustwandeln oder auch sie gingen gemeinsam durch den Garten Eden. Ja, sie spazierten, ja, sie waren einfach zusammen. Danach kam es ja zur Sünde. Also bevor die Sünde überhaupt in uns kam, haben wir einfach im Garten Eden mit dem Schöpfer gechillt. Wir haben Zeit mit ihm verbracht und das war das Normalste auf der ganzen Welt zu dieser Zeit. Und nach dem Tod von Jesu, nachdem er ans Kreuz gegangen ist, hat ja Jesus wieder die Beziehung zwischen uns und Gott Jahwe wiederhergestellt. Das heißt, wir sind also wieder in dem Zustand wie damals, bevor es zur Sünde kam. Der einzige Unterschied ist nur, dass die Sünde immer noch in uns lebt. Aber wir können ja Nein zur Sünde sagen, ne? Da der Heilige Geist ja jetzt in uns ist. Wir sind der Sünde nicht unterlegen. Ich wollte noch einmal kurz über die Erwartungen sprechen. Ich denke, es ist irgendwo normal. Also wir tun es ja alle. Daher ist es normal. Gleichzeitig aber ist es ja auch zerstörerisch. Und ich habe mich gefragt, warum wir überhaupt so viele Erwartungen haben. Da der Mensch ja Vorhersehbarkeit liebt und das Unbekannte vermeidet und sogar Angst davor hat. Macht es eigentlich Sinn, Erwartungen zu haben? Wir lieben Kontrolle, wir lieben es, wenn wir alles im Blick haben. Aber kann man wirklich alles im Blick haben? Kann man alles kontrollieren? Ist alles vorhersehbar? Nee, eigentlich nicht. Einige Dinge kann man vorhersehen. Ich kenne das auch. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen und man sollte sich
aufgrund dessen keine Bildnisse machen oder seine Erwartungen verstärken. Es ist also immer wichtig, in so einem gewissen, wie soll ich das erklären? Ich finde gerade nicht so die richtigen Worte dafür. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Aber in so einer Art Nullpunkt zu bleiben, wo man nicht besonders viel fühlt, im Sinne von nicht zu sehr in eine gewisse Emotion sich hineinsteigert oder in ein Gefühl rein, ja, egal ob negativ oder positiv, dass man einfach neutral bleibt, also stoisch vielleicht auch. Ja. Und Leute, nochmal zum Thema Integrität. Also wie gesagt, ich finde das sehr, sehr wichtig, sich selbst gegenüber auch treu zu bleiben, weil am Ende des Tages, wir sind alleine auf diese Welt gekommen und verlassen diese Welt auch alleine. Der Einzige, der 24/7 bei uns ist, ist Gott. Das Höchste ist natürlich erstmal Gott treu zu bleiben, immer zu ihm zu stehen und das, was er sagt, auch immer anzunehmen, auch wenn es manchmal schwer ist. Und das Zweite ist, sich selbst treu zu sein. Denn wenn du dir gegenüber treu sein kannst, dann wirst du auch deinen Mitmenschen gegenüber treu sein. Die Bibel spricht ja auch davon. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich frage dich, wie willst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst? Wenn du dir selbst gegenüber nicht treu sein kannst? Ey Leute, wie findet ihr übrigens diese Blumen? Die sind von meiner Mom. Wie süß kann man sein? Wie süß kann man sein? Look at this. Oh. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal zu dem Ganzen. Meine Frage an euch, wenn ihr euch auf eine bestimmte Art und Weise verhaltet, die euch eigentlich gar nicht gefällt, oder etwas Bestimmtes sagt, was ihr auch eigentlich normalerweise nicht sagen würdet, wie geht ihr damit um? Seid ihr dann auch so streng zu euch selbst oder was denkt ihr euch? Mich würde das voll interessieren. Ja, Leute, sagt mir gerne, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt mir auch bitte einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass euch solche Themen interessieren. Falls ihr euch auch für andere Themen interessiert oder ihr einfach was anderes sehen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ja, und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt mal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.